bist so verbittert, dass du gar nicht mehr siehst, wer es gut mit dir meint. Wenn du so weitermachst, dann stehst du irgendwann ganz alleine da, weil es keiner mehr mit dir aushält. Papa, willst du das wirklich? Ich mach das. Egal, was du jetzt sagst. Ich habe mich entschieden. Ich schmeiß die Schule. Was? Du willst die Schule abbrechen, nur um ungestört mit mir zusammen sein zu können? Ja. Ich kann auch ohne Abitur glücklich werden. Du bist bescheuert! Mein Gott, ohne Abitur, da geht heute gar nichts mehr. Da kannst du dich gleich arbeitslos melden. Ich habe die mittlere Reife, ist das nichts? Mit ein bisschen Disziplin und Einsatz schaffst du ein gutes Abitur. Und dann stehen dir alle Möglichkeiten offen. Und wenn ich das gar nicht will? Wenn mir unsere Liebe wichtiger ist als so ein verdammter Abschluss? Soll ich dir sagen, was ich denke? Du bist eifersüchtig auf Lars, das ist alles. Aber deshalb setzt man doch nicht seine gesamte Zukunft aufs Spiel. Das ist lächerlich. Hättest du uns gestern beide nicht beim Joggen gesehen, wärst du nie auf so eine blöde Idee gekommen. Ist nicht wahr. So? Anne, ich habe mir das gut überlegt. Du bist meine Zukunft, nicht irgend so ein Abschluss. Ich liebe dich, Anne. Wann kommt Carla eigentlich aus New York zurück? Nächste Woche wahrscheinlich. Warum? Wenn sie zurückkommt. New York ist so eine super Stadt. Ich würde sofort da bleiben. Na, Gott sei Dank bist du nicht Carla. Vermisst sie dich? Das will ich hoffen. Und du? Ich habe schreckliche Sehnsucht nach ihr. Sie ist so weit weg und wenn man nur telefonieren kann... Ja, wie bei Konstantin und mir, als er in Boston war. Zum Glück sind wir beide nicht so lange getrennt wie ihr damals. Und was ist mit eurem Wunschkind? Darüber wollen wir erst reden, wenn Carla wieder da ist. Siehst du Herrn Schneider heute noch? Lars? Nicht, dass ich wüsste, warum. Falls doch, würdest du bitte meine Scheidungsunterlagen mitbringen? Tja, sieht ganz so aus, als wäre das letzte Jahr für die Gewinnsituation der Holding eher suboptimal gewesen. Mit unserer gegenseitigen Konkurrenz haben wir uns wirklich keinen Gefallen getan. Einige Kunden sind ganz abgesprungen, einige sind zu dir abgewandert. Selbst wenn wir die Bilanzen aneinanderlegen, bleibt es das mieseste Geschäftsergebnis seit Jahren. Womit wieder einmal bewiesen wäre, dass es immer abträglich ist, wenn geschäftliche Belange von privaten Interessen überlagert werden. Ja. Und dass es einen schlechten Eindruck macht, wenn einer der Geschäftsführer auf Staatskostenurlaub macht, selbst wenn im Nachhinein seine Unschuld erwiesen wird. Das sollte uns eine Lehre sein, mein Lieber. Ja, aber ich bin mir sicher, wenn wir demnächst wieder an einen Strang ziehen, ist die Holding bald wieder da, wo sie hingehört. An der Spitze der finanzkräftigsten Unternehmen. Elisabeth, du bringst doch hoffentlich keine schlechten Nachrichten. Ich habe soeben mit Herrn Voss gesprochen. Voss von Voss und Bremer, was wollte er? Er zieht sein Engagement bei JCL zurück und sucht sich einen anderen Partner. Also einen Moment, das muss ein Irrtum sein, Elisabeth. Ich arbeite seit 10 Jahren mit diesem Mann zusammen. Es hat nie Unstimmigkeiten gegeben. Ich werde ihn gleich mal anrufen. Ich fürchte, das ist zwecklos. Wieso? Er hat von der bevorstehenden Fusion zwischen JCL und der Lahnstein Holding erfahren. Ja, na und? Das ist doch für unsere Kunden eher von Vorteil. Nicht für Herrn Voss. Er weigert sich ausdrücklich, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, bei dem Sie in leitender Funktion tätig sind. Ich stell doch unsere Beziehung nicht in Frage. Ich will dich nur von einer übereilten Entscheidung bewahren. Ich kann den Abschluss jederzeit nachholen. Es gibt Abendschulen. Aber jetzt mitten in der 12 aufhören, das ist doch total bescheuert.
Damit hast du noch nicht mal das Fachabitur. Und was ist mit dir? Wenn das mit uns auffliegt, dann hast du auch keinen Job mehr. Und genau das will ich nicht. Wir müssen einfach vorsichtig sein. So wie bisher. Bestimmte Sachen gehen eben nicht. Soll das auf Dauer so weitergehen? Diese heimlichen Treffen, ständige Lügen, keine gemeinsamen Freunde, immer nur aufpassen, dass uns keiner sieht? Mir fällt das auch nicht leicht. Das ist ein hoher Preis. Aber das war uns von Anfang an klar. Du willst mich nicht verstehen. Und ob ich dich verstehe. Ich war schließlich auch mal 17. Ich weiß, dass man in dem Alter nur schwarz oder weiß kennt. Du redest wie meine Mutter. Und du benimmst dich wie ein kleiner Junge in der Trotzphase. Okay, wenn du das so siehst, dann können wir es sofort beenden. Paul! Das tut mir leid. Das habe ich nicht so gemeint. Ich find's toll, wie du dich für unsere Beziehung einsetzt. Das zeigt mir doch nur, wie wichtig sie für dich ist. Und wie wichtig ist sie für dich? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Für mich ist sie auch wichtig. Sehr sogar. Und warum willst du nicht, dass ich was dafür tue? Dass wir endlich ohne Lügen und Heimlichkeiten leben können, wie andere Paare auch? Vielleicht, weil ich einfach mehr Lebenserfahrung habe als du? Und dich vor Konsequenzen bewahren will, die du offenbar nicht überblicken kannst. Danke, genau das wollte ich hören. Schön, dass du da bist. Hier. Und du möchtest wirklich nichts trinken? Nein, danke, im Moment nicht. Hat sich Carla noch mal gemeldet? Täglich 3-mal, mindestens. Ja. Und, wie geht's ihr? Alles im grünen Bereich? Ich glaube, New York ist ihre Stadt. Manchmal kann sie gar nicht aufhören, von diesen tollen Läden und diesen verrückten Clubs zu erzählen. Aber ich denke, sie ist zum Arbeiten da. Ach, das schafft sie auch noch. Nach einem gesunden Lebenswandel für eine werdende Mutter hört sich das aber nicht gerade an. Keine Sorge, sie war schon zweimal beim Gynäkologen. In New York? Es ist alles in Ordnung. Heute gibt es ein Ultraschallbild. Unser kleines Würmchen, das wächst und nimmt langsam richtig menschliche Züge an. Schön. Ich glaube, ich habe immer noch nicht realisiert, dass ich Vater werde. Keine Angst, das kommt schon noch. Spätestens beim ersten Windelwechseln. Sag mal, hast du deine Familie inzwischen eingeweiht? Wie lange willst du denn noch warten? Mindestens bis Ende des 3. Monats. So lange kann ja noch was passieren. Und ich kenne einige Frauen, die hatten in der Zeit eine Fehlgeburt. Das ist doch nicht der einzige Grund. Mein Vater ist noch nicht so weit. Es ist deswegen. Ja. Papa ist noch nicht drüber weg, dass Elisabeth ihn verlassen hat. Ausgerechnet wegen seines besten Freundes. Ja, ich glaube, das würde jedem so gehen. Der Name Lahnstein ist absolut tabu bei uns. Am liebsten würde er allen Lahnsteins Hausverbot auf Lebenszeit geben. Aber sollte er sich doch freuen, wenn er erfährt, dass er Opa wird. Und achte darauf, dass der Sellerie frisch ist. Ja. Am besten holst du das Gemüse aus dem Bioladen. Und dann noch zum Supermarkt? Das ist nur ein Katzensprung. Ist es nicht? Das ist ein Riesenumweg. Hast du nicht Lust? So ein bisschen Bewegung tut dir doch ganz gut. Na, tut mir leid, aber ich habe hier noch zu tun. Ach so, du denkst, ich nicht, ja? Ich muss doch Mathe machen und Englisch und die Hausarbeit für Bio habe ich auch noch nicht fertig. Na fein. Kannst du gleich Feldstudien betreiben im Bioladen. Haha, sehr witzig. Wann hast du eigentlich vor, dich mal wieder mit Susanne zu vertragen? Ich habe keinen Krach mit deiner Mutter. Ach nein, klar, natürlich nicht. Dann hast du auch nichts dagegen, dass sie mit Carla verheiratet ist. Kapier doch, die beiden sind so glücklich. Die wünschen sich sogar ein Baby. Aber du merkst schon, wie weh es Susanne tut. Dass sie nicht mehr von Carla reden kann, ohne dass du sauer wirst. Ich meine, Carla kann doch nun mal wirklich nichts dafür, dass ihr Vater... Ach, da fällt mir ein. Ein Bund Frühlingszwiebeln könntest du mir noch mitbringen. Aber keine aus dem Gewächshaus, ja? Bis später.
Ich hatte mit dem Kokain nichts zu tun. Das hat ein ordentliches deutsches Gericht festgestellt. Vielleicht sollte ich diesem Herrn Voss. das rechtskräftige Urteil mal zufaxen. Vielleicht brauchen es ja manche schwarz auf weiß. Damit schaffst du seine Vorbehalte dir gegenüber doch auch nicht aus der Welt. Vater, das Verfahren wurde eingestellt. Ich bin ein unbescholtener Bürger, wie jeder andere auch. Du, mir musst du das nicht erklären. Du weißt doch ganz genau, wie wichtig Psychologie in unserem Geschäft ist. Moment mal. Soll das heißen, du hast auch Vorbehalte? Nein, natürlich nicht. Aber ob schuldig oder nicht schuldig, bei den Leuten bleibt immer etwas hängen. Vater, ich werde dir diese Frage nur ein einziges Mal stellen, aber ich will eine ehrliche Antwort. Bereust du mittlerweile deinen Entschluss, wieder zusammenzuarbeiten? Nein. Für die Fusion gibt es viele gute Gründe. Was ich allerdings fürchte, ist, dass der Wind wegen dieser unseligen Geschichte uns heftig ins Gesicht blasen wird. Stör ich? Ja, wie immer. Hannes muss dringend gegen Tetanus geimpft werden. Ich brauche deine Zustimmung. Hätten wir das nicht heute Morgen auf dem Schloss klären können? Ich habe den Termin gerade erst telefonisch durchgegeben bekommen. Ich musste eine halbe Stunde da sein. Ja. Und? Wie laufen die Geschäfte so? Einen angenehmen Tag noch, Frau von Anstetten. Ich muss ihn unbedingt davon abbringen, bevor er was macht, was ihm später sehr leid tut. Obwohl es so schön wäre, wenn wir uns nicht mal heimlich treffen müssten, sondern ganz normal ins Kino gehen könnten oder zum Italiener, mit Freunden oder ohne. Ganz wie wir Lust hätten. Kann ich verstehen. Paul ist zwar erst 17, aber für sein Alter schon ziemlich reif. Sonst wäre ich wohl kaum mit ihm zusammen. Aber dieses ständige Verstecken und die Angst, dauernd erwischt zu werden, lange hält eine Beziehung sowas nicht aus. Hast du eine bessere Idee? Ich meine, es ist toll von Paul, dass er das für dich tun würde. Das zeigt, wie sehr er dich liebt und wie viel du ihm bedeutest. Andererseits... Ich bin die Ältere und muss ihn vor einer Riesendummheit bewahren. Man kann schon was sehen? Noch nicht, ob er Junge oder Mädchen wird. Was? Wie aufregend. Warte einen Moment. Nee. Hier ist kein Fax. Bist du dir sicher, dass du die richtige Nummer hast? Ja, das ist sie. Oh, ich rufe dich wieder an. Hallo. Hey. Hast du zufällig einen Fax weggenommen? Was? Ja, ein Fax von Carla. Es muss vor einer Stunde gekommen sein. Ich habe nichts gesehen. Ja, wer kann es denn sonst genommen haben? War Paul hier? Nur Arno. Oh nein, bitte nicht. Wieso war es was Wichtiges? Es war sehr wichtig. Carla dachte, ich bin hier, sonst hätte sie es gar nicht erst abgeschickt. Und wieso soll Arno das Fax nicht sehen? Carla ist schwanger. Das war ein Ultraschallfoto von unserem Baby. Was? Das ist ja der Wahnsinn. Wir kriegen ein Geschwisterchen. Sollen wir Schluss machen für heute? Tanja, dieses verdammte Miststück schneit hier rein, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Dabei hat sie uns doch diesen ganzen Schlamassel erst eingebrockt. Zusammen schaffen wir das, mach dir keine Sorgen. Sorgen macht mir viel eher, wie du mit Frau von Anstetten klarkommst. Sie nutzt jede Gelegenheit, um zu sticheln und zu provozieren. Sie wartet doch nur drauf, dass ich irgendwas Unüberlegtes tue. Ja, damit hätte sie ihr Ziel erreicht. Aber den Gefallen werde ich ihr nicht tun. Ja, eher belege ich einen Yogakurs, als dass ich mich von Tanja aus der Ruhe bringen lasse. Hallo Tanja, wie geht's dir? Danke, und selber? Ich kann nicht klagen. Was machen deine Hämatome? Tun sie noch weh? Ach, wenn es nur die blauen Flecken wären. Wie meinst du das denn? Ansgar lässt keine Gelegenheit aus, um mir zu zeigen, wie gerne er mich los wäre. Und im Grunde genommen habe ich nichts anderes von ihm erwartet. Tanja, wann gehst du endlich zu meinem Vater und erzählst ihm von diesem unglaublichen Vorfall? Oder hast du etwa Angst, dass er sich auf Ansgars Seite stellt? Natürlich würde er das tun. Mir glaubt doch hier sowieso keiner.
Außerdem habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass Ansgar und ich uns doch noch vertragen. Dem Kleinen zuliebe. Habt ihr schon einen Namen? Wir wissen doch noch gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ja, dann braucht ihr eben 2 Namen. Einen Jungen- und einen Mädchennamen. Wie wär's denn mit Bill? Oder Tom? Und wenn es ein Mädchen wird? Lindsay? Kelly? Was hältst du von Emma? Emma Brandner. Oder Emma von Lahnstein. Hallo? Hallo. Du hast nicht zufällig einen Fax aus dem Gerät genommen, das für mich bestimmt war? Was für ein Fax? Ein Fax eben. Ein Blatt Papier. Mit einem Foto drauf. Ach, das meinst du. Wo ist es? Ja, wo hab ich's hingelegt? Moment, fällt mir gleich wieder ein. Was soll das denn? Du weißt doch ganz genau, wo es ist. Arno, freu dich doch einfach, dass du noch einen Enkel bekommst. Ja, fein, dass ich wenigstens auf diese Weise davon erfahre, wenn auch eher zufällig. Wann hattest du eigentlich vor, mich einzuweihen? Bei der Einschulung? Zum Führerschein? Oder wenn du selbst Großmutter wirst? Hm? Zu spät. Aber ist egal, ich hätte dich auch so gekriegt. Direkt nächstes Spiel? Nee, 5 Minuten Pause. Was ist denn los? Hast du Stress mit Anne? Ja, sie nimmt mich nicht ernst. Sie könnte deine Mutter sein. Das Alter spielt keine Rolle. Ja, aber du bist definitiv zu jung für sie. Irgendwann kommt sie mit einem Typen aus ihrer Liga an und dann siehst du alt aus. Danke für den Tipp. Hey, ein Cowboy weiß, wann er verloren hat. Er stellt seinen Gaul in die Box, geht kurz in den Saloon und reitet dann in die nächste Stadt. Das ist immer dieselbe Geschichte. Und jetzt kriegst du deine Revanche. Ich gebe dir 5 Laser-Sheriffs vor. Ich muss unbedingt noch mal mit ansprechen, bevor ich dann in die nächste Stadt reite. Tanja, wartest du auf den Umzugswagen? Ich fürchte, ihr müsst mich noch eine Weile ertragen. Vorausgesetzt, ihr müsst das Schloss nicht verkaufen, um die Verluste der Holding auszugleichen. Sieht es sehr schlimm aus. Ich muss sagen, dein Anblick bedrückt mich mehr. Es würde mir das Herz brechen, wenn das Lahnstein-Imperium zerbricht, nur weil der hoffnungsvolle Erbe auf die schiefe Bahn geraten ist. Du hast ein Herz? Das wäre mir neu. Ein krankes Hirn, das wusste ich. Dumm nur, dass nicht jedes kranke Hirn auch gleichzeitig genial ist. Hm? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Heißt es nicht so? Du bist wie ein widerlicher Hautausschlag, Tanja, den man nicht mehr los wird. Aber eines Tages wird mir auch das gelingen. Was dir nicht gelingen wird, ist einen Keil zwischen mich und meine Familie zu treiben. Warum steht dein Bruder Leonard dann auf meiner Seite und nicht auf deiner? Papa, du weißt, dass die ersten 3 Monate kritisch sind. Das ist völlig normal, dass man erst diese Zeit abwartet, bevor man die frohe Nachricht verkündet. Mach doch kein Drama draus. Jetzt wissen wir es doch. Ist doch früh genug, oder nicht? Darum geht's nicht. Sondern? Du hättest mir diese Schwangerschaft verschwiegen, stimmt? Das stimmt nicht. Ich wollte nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja, zugegeben. Das mit den 3 Monaten war eine Ausrede. Ich nenne es eine Lüge. Papa, Carla und ich... Ja, ich wusste, dass sie dahinter steckt. Sie hat es dir eingetrichtert. Carla? Gräfin von Lahnstein, deren Einfluss bereits deutlich auf dich abfärbt. Und das nicht zu deinem Vorteil. Das sagst du doch nur, weil sie Johannes Tochter ist. Und du dir nach der Sache mit Elisabeth alles andere wünscht, als eine noch engere Verbindung zwischen den Lahnsteins und den Brandners. Und das ist so schwer zu verstehen? Schön, dass du noch mal vorbeikommst. Ich glaube, ich habe heute Nachmittag ein paar Sachen gesagt, die waren nicht ganz in Ordnung. Ich höre. Das mit dem kleinen Jungen in der Trotzphase, das war unfair. Das ist mir so rausgerutscht. Was noch? Natürlich kann ich dir nichts vorschreiben.
Ich hatte nur das Gefühl, dass du dich da in irgendwas verrannt hast. Anne, ich habe lange nachgedacht und weiß, wenn ich nicht jetzt zu meinen Gefühlen stehe, irgendwann ist es zu spät. Wie kommst du denn darauf? Eine Garantie, dass es ewig hält, gibt es nicht. Aber unsere Beziehung ist mir wichtig. Wichtiger als alles andere. Du bist mir auch wichtig. Aber es ist etwas völlig anderes, seine komplette Lebensplanung über den Haufen zu werfen. Bedeutet das für dich, erwachsen zu sein? Sein Leben im Griff zu haben auf Kosten der Gefühle? Paul, ein Vorschlag. Lass uns beide noch einmal in Ruhe darüber nachdenken. Und dann sehen wir in der Woche, was dabei rausgekommen ist. Okay, wenn du unbedingt drauf bestehst. Oh, ich hasse es, mit dir zu streiten. Ich auch. Dann lass uns aufhören damit. Ach, Tanja, gib dir doch keine Mühe. Du kannst mich gar nicht provozieren. Dafür fehlt dir schlicht das Format. Du scheinst dir deiner Sache ja sehr sicher zu sein. Ja, natürlich. Ich kenne doch dich und deine miesen Tricks und deswegen kann ich auch ganz ruhig schlafen. Ach ja? Und was ist mit Leonard? Auch der wird noch dahinter kommen, dass du ein ganz falsches Spiel spielst. Und dann hast du hier niemanden mehr, an dessen Schulter du deine Krokodilstränen trocknen kannst. Dann stehst du ganz allein. Ansgar, nicht! Aua! Was ist passiert? Ich bin gestolpert. Hast du Schmerzen? Ja, ein bisschen. Bist du sicher, dass du nur gestolpert bist? Was kann denn das Baby dafür, dass du Stress mit seinem Opa hast? Ich find's doch auch schlimm, was zwischen Elisabeth und Graf Lahnstein gelaufen ist, aber lass das doch nicht an dem Kind aus. Auch dieses Kind wird ein Lahnstein. Ist das ein Kapitalverbrechen? Meine Meinung über diese Sippschaft kennst du und ich habe keinen Grund, sie zu ändern. Auch wenn gerade ein kleines Kind heranwächst, das zu beiden Familien gehört? Meinen Segen bekommt es nicht. Nicht solange dieser Name, der Name Lahnstein, in der Geburtsurkunde steht. Und bitte deine Frau in Zukunft, mich mit entzückenden Ultraschallbildern zu verschonen. Es ist auch dein Enkelkind. Wann bist du endlich bereit, diese Tatsache zu akzeptieren? Nie. Niemals. Ich werde dieses Kind adoptieren. An dem Tag seiner Geburt. Und in dem Moment ist es juristisch gesehen auch dein Enkelkind. Ob du willst oder nicht. So. Glaubst du? Ich werde dir zeigen, was ich davon halte.